Moin Leute! Ich habe ja im letzten Video das Untergestell für eine Workstation zusammengebaut und heute möchte ich jetzt mir die Arbeitsplatte dafür erstellen. Die Arbeitsplatte soll 20 mm Löcher bekommen in einem Raster von 96 mm. Dazu benötige ich den Akkuschrauber, den Speedmarker und von UJK das Pathguide-System Mark II, hier in dem gelben Sustainer. Wie alles hier in diesem Video habe ich mir alles selber gekauft, es ist nichts gesponsert. Den gelben Sustainer, die Einlage dazu habe ich mir selber gefräst. Die Vorlage dazu ist im Shaper Hub zu finden. Ich habe das Ganze mit der Shaper Origin ausgefräst. In diesem Sustainer sind alle Teile des Pathguide-Systems Mark II plus zweimal die Path Revision Docks für die Erweiterung einer Tischplatte, wenn schon alle Löcher gebohrt sind und die 3 mm Löcher nicht mehr zur Verfügung stehen. Zu dem Pathguide-System gehören nicht nur die Teile, die in dem System zu sehen sind, sondern auch die beiden Lineale. In diesen Linealen sind Löcher vorgebohrt, man sieht es hier sehr deutlich, die größeren Löcher, in die die Bohrhülsen später hineinpassen. Ich erkläre das System hier nicht im vollen Details, dafür gibt es andere Videos, die das hier viel besser erklären können als ich. Ich sage nur Satz von Pythagoras. Die beiliegende Erklärung dieses Systems erklärt das ganze System auch sehr gut. Die Anleitung kann auch von der Webseite ujktools.com heruntergeladen werden und ist auch in Deutsch verfügbar. Ich habe mir auf der Tischplatte das Raster schon einmal aufgezeichnet, sodass ich da eine bessere Kontrolle darüber habe, ob ich die Lineale richtig gesetzt habe. Der Abstand vom Rand der ersten Lochreihe ist 35 mm an allen Seiten. Diese 35 mm sind der kleinste Abstand vom Rand, wenn man das Quad-MFT-Hinge-System von Benchtop Tools einsetzen möchte. Ein kleines bisschen Mathematik muss jetzt leider doch sein. Die Tischplatte ist 1126 mm lang und 742 mm breit. Zieht man jetzt diese 2x35 mm von der Breite oder der Länge ab, ergibt sich ein Restwert, der sich exakt durch 96 mm teilen lässt. Ich habe jetzt das Lineal ganz genau ausgerichtet, sodass der Lochabstand zum Rand genau 35 mm ist. Das Loch Nummer 5 auf dem Lineal liegt genau in der Mitte. Ich habe dann das Lineal mit zwei kleinen Zwingen fixiert, sodass das Lineal bei den folgenden Aktionen nicht verrutschen kann. Für den nächsten Schritt benötigen wir jetzt den 3 mm Bohrer, der an dem Ende einen Sechskant hat, sodass er in jeden handelsüblichen Bohrschrauber passt. Des Weiteren brauchen wir die Bohrhülsen. Es gibt 2 Stück in dem Set, eine mit einem kurzen Zentrierzapfen und einen mit einem längeren Zentrierzapfen. Den längeren brauchen wir nur, wenn wir 2 Lineale übereinander liegen haben. Ansonsten brauchen wir immer den mit dem kurzen Zentrierzapfen. Und dann können wir jetzt das erste Loch bohren, und zwar in Loch Nummer 0. Nachdem wir das Loch gebohrt haben, wird es mit einem Pin gesichert, sodass sich das Lineal auf keinen Fall mehr verschieben kann. Es ist darauf zu achten, dass die kleine Schulter, die an diesem Pin ist, tatsächlich auch in dem Loch drin steckt. Also sprich, der Pin wirklich komplett eingesetzt ist. Nachdem die beiden Löcher jetzt gebohrt sind, können die Klemmen entfernt werden und die Pins werden jetzt auf beiden Seiten eingesetzt. Beim Einsetzen der Pins ist immer darauf zu achten, dass die Pins komplett in dem Loch eingesetzt sind. Mein Tipp hierzu ist, man setze den Pin zuerst in das Lineal ein, sodass er wirklich komplett in dem Lineal eingesetzt ist und drückt dann beides zusammen in das entsprechende Loch. Nachdem das Lineal jetzt auf beiden Seiten fixiert ist, bohren wir alle Löcher zwischen den beiden Pins aus, sodass diese Lochreihe komplett vorgebohrt ist. Nachdem jetzt alle Löcher in dieser Reihe gebohrt sind, können die Pins entfernt werden und das Lineal wird jetzt hier nicht mehr benötigt.
Jetzt wird ein Lineal in Loch 0 mit einem Pin fixiert. Dazu wird der Pin in das erste Loch unserer vorhandenen Lochreihe gesteckt. Hierbei darauf achten, dass der Pin vollständig in dem Lineal steckt. Jetzt kommt nochmal wieder ein klein bisschen Mathematik, nämlich der Satz des Pythagoras. Der sagt, dass die Längen der beiden kürzeren Seiten zum Quadrat entspricht der langen Seite zum Quadrat. Die Einheiten spielen ja keine Rolle, ob das jetzt Zoll ist, Zentimeter oder was auch immer. Bei uns sind es halt die Anzahl der Löcher. Jetzt wird das erste Lineal mit Loch 0 in die linke untere Ecke, sprich das erste Loch, was wir bereits gebohrt haben, mit einem Pin fixiert. Das zweite Lineal wird mit Loch 0 mit dem Loch 8 des ersten Lineals oben verbunden. Da Loch Nummer 8 auf dem ersten Lineal außerhalb der Tischplatte liegt, brauchen wir nicht die Bohrhülse mit dem langen Zentrierstapfen, sondern die Verbindungsschraube, um die beiden Lineale zu verbinden. Loch Nummer 10, unserem zweiten Lineal, wird jetzt in das sechste Loch in unserer vorgebohrten Reihe mit einem Pin fixiert. Dadurch ergibt sich jetzt hier links unten ein rechter Winkel. Jetzt nehmen wir wieder die Bohrhülse und bohren beim ersten Lineal alle Löcher mit dem 3 mm Bohrer. Ich habe jetzt die Lineale auf der anderen Seite fixiert, quasi spiegelverkehrt. Und nun können wir wieder mit dem Bohren beginnen. Das Lineal wird jetzt an beiden Seiten mit einem Pin fixiert und ich bohre dann mit der Bohrhülse und dem 3 mm Bohrer alle Löcher dazwischen. Das mache ich dann für alle Reihen. Nachdem wir jetzt alle 3 mm Löcher vorgebohrt haben, benötigen wir diese Bohrschablone, um jetzt die 20 mm Löcher zu bohren. Dazu benötigen wir diesen 20 mm Bohrer mit einem Tiefenstopp und er hat entsprechende Schneiden auf der Bohrerseite, wie man hier sehen kann, und in der Mitte ein 3 mm Pin, der genau in die 3 mm Löcher passt, allerdings ohne Schneiden. Die Schablone wird jetzt so auf die Platte gesetzt, dass der Führungsdorn des 20 mm Bohrers in einem der Löcher sitzt und mit den beiden Pins wird die Bohrschablone jetzt in weiteren Löchern fixiert. Dabei sollten die Pins so weit wie möglich auseinander eingesetzt werden, um eine höchstmögliche Genauigkeit zu erreichen. Ein Tipp von mir zum Bohren der 20 mm Löcher: Stellt euren Akkuschrauber auf die höchstmögliche Drehzahl ein. Dann haben die Löcher sehr saubere Kanten und die Löcher sind sehr exakt. Wenn wir dann das erste Loch gebohrt haben, wird die Bohrschablone nach links versetzt, wobei wir da berücksichtigen müssen, dass ein Loch ja bereits gebohrt ist. Die Bohrschablone wird dann wieder fixiert und damit bohren wir quasi jedes zweite Loch aus. Das machen wir jetzt mit der ersten Reihe und danach folgen alle weiteren Reihen. Bevor wir jetzt unser erstes Loch bohren, muss noch die Absaugung montiert werden. Dazu nehmen wir dieses Teil und klipsen das einfach nur auf. Jetzt stecken wir den Bohrer in das erste Loch ein, fixieren die Bohrschablone mit 2 Pins und dann können wir loslegen. Beim Bohren dieses Loches den Bohrer ein paar Mal auf und ab bewegen, damit die Späne besser abgesaugt werden kann. Dadurch wird auch die Bohrung sauberer.
Und wie man jetzt sieht, ist hier eine super saubere Bohrung mit 20 mm Durchmesser gebohrt worden. Jetzt geht es zum nächsten Loch, wo auch wieder die Bohrschablone zuerst mit dem Bohrer eingeführt wird und dann die beiden Pins. Und so bohren wir dann die ganze Reihe von rechts nach links. Jetzt sieht man, dass wir jedes zweite Loch mit 20 mm aufgebohrt haben. Die dazwischen liegenden 3 mm Löcher werden in einem späteren Schritt aufgebohrt. Jetzt werden erstmal alle 20 mm Löcher nach dieser Methode auf der gesamten Platte gebohrt. Wie man hier sieht, ist das linke Loch für den Pin jetzt außerhalb der Platte. Deshalb nehmen wir jetzt das mittlere 3 mm Loch für den Pin. Das ist aber noch genau genug, um das 20 mm Loch exakt im Raster zu bohren. Wenn man dann beim Bohren merkt, dass es irgendwie nicht mehr richtig flutscht, dann sollte man sich den Bohrer mal anschauen, ob nicht vielleicht so eine kleine Scheibe dran hängt. Während ich eben horizontal die Löcher gebohrt habe, bohren wir sie jetzt vertikal, genau nach demselben Prinzip. Also wieder die Schablone einführen, die Pins setzen und los geht's. Und so bohren wir dann alle Reihen. Um die verbliebenen Löcher zu bohren, brauchen wir jetzt die Pins nicht mehr, sondern wir brauchen jetzt die beiden Powerful Locator Dogs. Die setzen wir jetzt in die 20 mm Löcher ein. Danach wird die Bohrschablone eingesetzt. So wie hier zu sehen ist. Der 20 mm Bohrer muss dafür in die andere Bohrung der Bohrschablone eingesetzt werden. Und so bohren wir dann die weiteren Löcher in den verschiedenen Reihen. Was jetzt noch fehlt, sind die 3 Bohrungen in der Ecke. Da bleiben jetzt nicht allzu viele Möglichkeiten offen. Wenn ich den Bohrer mit seiner Führungsspitze in eins der vorgebohrten Löcher stecke, bleiben nur diese beiden hinteren Löcher über, in die ich die Location Dogs einsetze. Indem ich die Bohrschablone dann versetze, kann ich auch das nächste Loch bohren und um 90 Grad gedreht, dann auch das dritte Loch. Und das mache ich dann in allen 4 Ecken so. Ein Tipp noch: Sollten die Löcher sehr eng geworden sein oder später durch Feuchtigkeit verzogen oder durch Leim etwas kleiner geworden sein, dann habe ich hier einen Teil, das nennt sich Reamer, gibt es sowohl bei UJK als auch bei Benchtop Tools. Damit kann man die Löcher dann wieder auf 20 mm aufbohren. Als letztes muss jetzt jedes Loch noch gefasst werden. Dafür kann man jetzt dieses Tool von UJK einsetzen. Das ist ein Phasenfräser mit einer eingesetzten Wechselplatte. Das Tool wird dazu in das Loch gesteckt und kräftig mit der Hand gedreht. Zu tief kann man nicht, weil dort ein Anschlagstopp ist. Aber alle Löcher mit diesem Tool anzufasen, dürfte doch sehr anstrengend werden. Dafür gibt es dann ein Tool von der Firma Benchtop Tools, die man in seinen Akkuschrauber einsetzen kann. Das erspart dann doch viel Arbeit und geht viel schneller. Auch hier ist eine Wechselplatte verbaut. Das Prinzip ist also gleich. An der Spitze ist ein Magnet eingelassen, mit dem man die MFT-Plugs von der Firma Benchtop Tools, so wie hier, da herausziehen kann. So, das war's dann. Ich möchte euch aber nochmal zeigen, wie genau und präzise diese Bohrungen letztendlich sind. Ich habe hier das Dreieck, das Precision-Dreieck von der Firma Benchtop Tools, was wirklich sehr, sehr präzise ist. Und wie man sieht, liegt dieses Dreieck an allen 4 Benchtops exakt an. Da wackelt nichts, da klappert nichts. Da bewegt sich höchstens der Tisch mit. Ich zeige das auch nochmal im Detail. Man sieht genau, das Dreieck liegt an allen 4 Benchtops exakt an. Und das war's dann. Tschüss erstmal.